Adverbien. Was ist ein Adverb? Wie erkennst du ein Adverb? Welche Adverbien gibt es? Und was ist der Unterschied zu einem Adjektiv? Genau das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch. Dieses Video ist Teil meiner Reihe zu den deutschen Wortarten, wo ich dir alle deutschen Wortarten auf eine einfache und leicht verständliche Weise erkläre. In dem heutigen Video, da geht es um die Adverbien. Also fangen wir an. Was ist eigentlich ein Adverb? So, was ist eigentlich ein Adverb? Adverb oder im Plural Adverbien sind sogenannte Umstandswörter. Sie beziehen sich, wie es der Name schon sagt, immer auf das Verb. Deswegen Adverb. Hier, ihr kennt vielleicht aus dem Englischen ad und das kommt eigentlich aus dem Latein, aber hier seht ihr schon etwas, das zum Verb gehört, dazu hinzufügen zum Verb. Deswegen Adverb. Sehr wichtig ist, dass du das hier siehst. Es gehört immer irgendwie zum Verb und Adverbien machen Angaben über den Ort, die Zeit, den Grund oder die Art und Weise einer Handlung. Die Fachbegriffe dafür sind Lokaladverbien, also auf den Ort bezogen, Temporaladverbien auf die Zeit bezogen, Kausal, Grund und Modaladverbien, Art und Weise. Und zusätzlich gibt es noch Adverbien, die zum Verbinden von Sätzen genutzt werden. Das sind dann die Konjunktionaladverbien, die also Dinge verbinden. Adverbien sind immer unveränderlich und yippie, wir müssen sie nicht deklinieren. Aber als erstes vielleicht auch die Frage, was für viele häufig etwas komplizierter ist. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Adverb und einem Adjektiv? Als erstes Adjektive beschreiben immer Nomen, also Substantive, und weisen somit Personen und Dingen Eigenschaften zu. Hast gerade gelernt, Adverbien beziehen sich immer auf das Verb. Und dementsprechend, Adverbien beschreiben Umstände. Dementsprechend beziehen sie sich niemals auf das Nomen, sondern immer auf die gesamte Situation im Satz. Du beschreibst mit ihnen, wie man, wann, warum oder wo etwas passiert. Genau darum geht es, also Bezug immer aufs Verb. Sie sind unveränderlich und werden niemals dekliniert. Auch das ist anders als bei den Adjektiven. Also sobald du die Endung ändern musst, dann weißt du, das ist kein Adverb, sondern ein Adjektiv. Und wenn der Bezug auf ein Nomen ist, dann ist es das Adjektiv. Wenn nicht, ist es ein Adverb. Hier noch ein paar Beispiele dazu. Gestern war ich bei einem tollen Konzert. Hier haben wir ein Adverb und ein Adjektiv. Das Adverb ist gestern, das beschreibt die Zeit hier in diesem ganzen Satz, also in der ganzen Situation. Es bezieht sich auf die Handlung bei einem Konzert sein. Und toll bezieht sich nur auf das Nomen hier Konzert. Deswegen das ist ein Adjektiv und du siehst auch hier, es hat die Adjektivendung, die Deklination, dementsprechend ist das ein Adjektiv. Im zweiten Satz, ich habe ganz vorn gestanden, hier haben wir ein klares Adverb, vorn, und dann noch einen sogenannten Partikel. Partikel ist eine Spezialform eines Adverbs, dazu mehr in einem Video, was ich dir hier auch verlinkt habe. Und dieser Partikel bezieht sich im Prinzip nochmal auf das Adverb. Das verstärkt hier das Adverb, sind im weitesten Sinne beides Adverbien, denn sie beziehen sich beide auf die Situation hier und auf kein Nomen. Ich habe die Band sehr gut sehen können. Hier dasselbe. Es bezieht sich nicht auf das Nomen Band, sondern sehr gut. Gut ist hier das Adverb, weil es sich auf das Verb bezieht, gut sehen können, und der Partikel verstärkt das Ganze nochmal.
Deshalb konnte ich auch viele geniale Fotos machen. Deshalb ist hier das Kausaladverb, also den Grund, es gibt den Grund an. Und genial bezieht sich auf die Fotos und deswegen hier haben wir das Nomen, also ein Adjektiv. Und hier ist der Bezug wieder auf Fotos machen können, also die gesamte Situation. Deswegen ein Adverb. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war, dass ich kaum Platz hatte. Ich konnte kaum atmen. Kaum Platz haben. Hier, das bezieht sich auf das Ganze. Es steht hier zwar vor dem Nomen, aber du siehst schon, es gibt hier keine Endung. Dementsprechend kann es kein Adjektiv sein, weil sonst bräuchtest du hier die Adjektivdeklination. Und es bezieht sich auch auf Platz haben, nicht auf Platz. So zum Beispiel, ich hatte kaum, gut, in diesem Beispiel passt es nicht, aber zum Beispiel, das ist ein schöner Platz. Das wäre dann ein Adjektiv, kaum ist ein Adverb. Und hier nochmal, ich konnte kaum atmen, das ist eindeutiger, kaum atmen können. Eindeutig Bezug auf die gesamte Situation, wie auch hier bei kaum Platz haben. Jetzt solltest du wissen, was ein Adverb ist und auch wie du es erkennst. Falls du noch Fragen dazu hast, schreibe mir einfach einen Kommentar hier unter das Video und ich beantworte dir alle deine Fragen. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr, denn ich veröffentliche montags bis freitags jeden Tag ein neues Video zur deutschen Grammatik, wo ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise erkläre. Also abonniere jetzt meinen Kanal.